die Wichtigkeit des Erzbergrodeos für Eisenerz zu beschreiben, möchte ich ein Zitat eines Eisenerzers zitieren. Der wurde vor ein paar Jahren gefragt, was das Erzbergrodeo für ihn als Einheimischen bedeutet. Und der gab zur Antwort: Schau, wir leben 4 Tage im Jahr und 361 Tage zehren wir davon. Wir müssen uns vorstellen, dass das eine Woche im Jahr dort ist, wo den Wirten das Coca-Cola, das Fanta und das Sprite ausgeht. Das ist eine schlafende Gemeinde. Wenn wir mit unserer Veranstaltung dorthin kommen, dann ist dort Leben. Und das tut dieser Ortschaft auch gut. Wenn der Sturm auf Eisenerz war zu Beginn, haben die Menschen ihre Fensterläden geschlossen. Man sieht in der Entwicklung, dass sie jetzt auf der Straße stehen, warten, bis wir kommen, uns zuwinken und Freude haben. Das ist auch schön. Das tut auch gut. Ich glaube, dass wir alle das Glück haben, irgendwo zueinander finden zu dürfen in der Situation, weil die wirtschaftliche Situation von Eisenerz ist natürlich nicht berauschend. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns untereinander unterstützen. Und ich glaube, Eisenerz tut das Erzbergrodeo sehr gut und der ganzen Umgebung auch, wie man halt an den Zahlen sieht. Und der Wirtschaftsfaktor Erzbergrodeo ist ein großer, natürlich für die gesamte Region. Und das ist gut so. Es gibt Statistiken, die besagen, dass aus England Menschen kommen, um dort auch im Nachhinein Urlaub zu machen. Das heißt, vielleicht schafft es auch die Ortschaft mit uns, diese doch ein bisschen zum Leben wieder zu erwecken und auch als Urlaubsdestination bekannt zu machen. Wenn du einmal im Jahr die Anzahl deiner Bewohner verzehnfachst, dann glaube ich, hinterlässt das Spuren, dann glaube ich, dass das einen Einfluss auf die Menschen hat. Also ich glaube, dass im Laufe der vielen Jahre sehr viele Leute eben wahrgenommen haben, sehr viele Eisenerzer wahrgenommen haben, dass das Erzbergrodeo, wenn man oben fleißig mitarbeiten tut, ein Geschäft sein kann. Das hat sich mittlerweile auch einige Jahre in den letzten Jahren alles bestätigt. Diese Werbewirksamkeit, die Sie erreichen, könnten Sie noch viel mehr ausnutzen. Ich hoffe halt für Eisenerz und für die gesamte Region, dass man da vielleicht gemeinsam was voranentwickeln kann. Weil der Berg kann viel und die Leute können auch viel. Wenn nichts mehr geht, dann kommt Andi Lettenbichler. Der geht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an Andi Lettenbichlers ersten Auftritt am Erzbergrodeo. Ein extrem sympathischer, ein extrem freundlicher und ein extrem angenehmer Zeitgenosse. Der Andreas ist auch dazu damals, wie er BMW gefahren ist, mit einem Viertaktmotorrad unterwegs gewesen, das in der Extrem-Enduro-Szene sicher nicht unbedingt die besten Karten versprochen hat. Und er hat damals mit einem Defekt sogar eine Top-Position erreicht. Und er kommt ja auch aus dem Trailsport und ist dementsprechend auch einer der besten Leute der Welt, der immer wieder für einen Sieg mit einzuplanen ist. In meiner Liste ist ganz oben der Lettenbichler. Da war der Gerichtsgraben noch wirklich ein Gerichtsgraben. Und der Lette ist damals mit seiner BMW da reingefahren und ich habe gesehen, dass er auf der einen Seite, ich glaube es war links, keine Fußrasten mehr gehabt hat. Und wenn jemand den Streckenabschnitt kennt und ich war durch Zufall gerade dort und habe gesehen, wie der da durchgefahren ist, das war nicht das Motorrad, das war nur mehr der Wille. Was diesen Mann da durch diesen Abschnitt gepeitscht hat, und das war für mich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das ist eine Geschichte, wo jeder normale Mensch aufhört, weil das einfach zu unmenschlich ist, dann noch die schwierigsten Streckenteile am Schluss stehend auf einem Fuß zu durchfahren. Und das, glaube ich, zeigt ganz gut, dass der Andi Aufgeben als absolute Null-Option sieht. Wir hören sehr oft von Andi Lettenbichlers Erzbergrodeo-Fluch. Ich sehe das nicht so.
Obwohl der Andi noch nie am Erzberg-Rodeo gewonnen hat, war der Andi so viele Male am Podium. Der Andi war bereits sehr, sehr knapp, auch vor dem obersten Treppchen am Podium. Die Leistungen, wie er dieses Podium erreicht hat, so extrem groß sind und so extrem bemerkenswert sind, dass beim Andi Lettenbichler muss der erste Platz nicht dabei sein. Beim Andreas Lettenbichler haben viele Komponenten eine Rolle gespielt. Ja. Er hat mitunter Defekte gehabt, er hat mitunter vom Material her nicht unbedingt das gehabt, was man für einen Sieg braucht. Und er ist ja der Enthusiast und dementsprechend nutzt er seine Möglichkeiten aus, die er hat. Steht der Tropfen höhlt den Stein, also der Letti wird das schon schaffen irgendwann. Und für mich ist er nach wie vor einer der besten Favoriten oder einer der einzigen Favoriten, die dem Chavez auch in irgendeiner Form Parole bieten können. Und er ist einer der liebsten Freunde geworden, den ich sehr schätzen tue. Und ich bin ein großer Fan von Andreas.